Gesellschaft wird dann der Plan heraus abgeleitet und erarbeitet. Und vor allen Dingen der Unterschied noch Direktive und Plan. Die Direktive war nicht bilanziert oder nur grob. Die feinen oder die genauere Bilanzierung, wie die Proportionen in der Volkswirtschaft, in den Zweigen untereinander zu gestalten sind, das ist dann mit den 5-Jahrplänen oder konkret das mit den Jahresplänen erfolgt. Und insofern konnte es durchaus sein, dass Zielstellungen der Direktive nicht realistisch waren oder dass einige auch überboten wurden. Also das war alles, die Direktive war eine Orientierung. Ja, politisch. Politisch und aber auch wirtschaftlich schon. Zum Beispiel war immer festgelegt in den Direktiven, wie viele Wohnungen sind zu bauen in 5 Jahren. Die Direktive ging ja meistens auf für 5 Jahre und da stand, es sind, um die Wohnbedürfnisse der Bürger zu befriedigen, sind so und so viele Millionen Wohnungen zu bauen. Und Harry Tisch, der Chef der Gewerkschaft, der sagt dann während der Beschlussfassung der Direktive, sagt, wir als Gewerkschaft, wir überbieten die Zielstellung, weil das so wichtig ist, der Wohnungsbau, wir schlagen vor, 100.000 Wohnungen mehr zu bauen. Und da kriegt natürlich die staatliche Plankommission einen Riesenschreck. Denn die hatten ja die ursprüngliche Zahl, haben die gesagt, da brauchen wir so und so viel Wannen und Armaturen und Platten, das hatten die ja alles berechnet. Und wenn er plötzlich sagt, 100.000 mehr, ja, da gab es keine Armaturen, da hätten völlig neue Betriebe gebaut werden müssen um Armaturen oder man hätte sie aus dem Westen importieren müssen. Also es hat alles irgendwie zusammengepasst, aber es war auch enge, es waren Proportionen und wenn er sagt, da machen wir 100.000 mehr, das war dann teilweise auch großer Unsinn, der also die volkswirtschaftlichen Proportionen dann ganz schön durcheinander bringen konnte. Da gab es die Parteitage, alle 5 Jahre Parteitag. Der Parteitag beschließt die Direktive. Die Direktive ist zustande gekommen wirklich durch einen langwierigen, gründlichen, umfassenden Aussprache mit den Wissenschaftlern, mit Ingenieuren, mit den Koryphäen, aber auch mit den Bauern und mit den Arbeitern. Und auch mit der Analyse dessen, wo gibt es denn die größten Fehlentwicklungen, was braucht. Das war ja nun keine Kunst festzustellen, dass es an Wohnungen fehlt, dass die Leute mehr Autos haben wollen und dass sie mehr gute Fleischteile. Also das ist eigentlich ein ganz langwieriger Prozess gewesen, ohne dass man immer gesagt hat, das ist um die Direktive auszuarbeiten, sondern man hat versucht, ein genaues Bild der Möglichkeiten und der zukünftigen Ziele der Bürger, der Gesellschaft zu formulieren. Nicht von heute zu sagen, so heute setzen wir uns zusammen, wir machen die Direktive, sondern es war ein iterativer, ich sage mal immer ein Prozess von 5 Jahren. Und im letzten Jahr wurde dann das Ding zusammengeschrieben und auf dem Parteitag beschlossen, die Direktive zur Volkswirtschaft. Die wurde erstaunlicherweise, glaube ich, sogar von der Regierung vorgelegt, also vom Regierungschef. So, und wenn die Direktive dann stand, dann wurde in einem relativ kurzen Zeitraum der 5-Jahr-Plan erarbeitet. Denn das war ja dann, es hatte ja schon im Vorfeld der Direktive eine Menge Abstimmungen gegeben, wenn das passiert, was erfolgt. Wenn sich ja Zweig A entwickelt, wie muss sich der Zweig B entwickeln? Es hat sogar, ich meine, das ist zwar ein bisschen künstlich, man hat Verflechtungsbilanzen berechnet. Das sogenannte Leontiefsche Verflechtungsmodell hat da schon eine kleine, aber wirklich nicht. Aber es hat eben eine Rolle gespielt, damit man eben wusste, wenn der Zweig A sich entwickelt, wie müssen sich andere Zweige auch entwickeln. Natürlich statisch ein bisschen. Aber wie gesagt, es hat also umfassende Prozesse zur Vorbereitung solcher Entscheidungen gegeben. So, und wenn, wie gesagt, die Direktive stand, dann stand kurz hinterher, wurde dann der 5-Jahr-Plan erarbeitet. Allerdings in der Praxis ergab sich dann eben oft, bestimmte Ziele gehen gar nicht, oder das ist alles in der Direktive. Aber wie gesagt, dann gab es den 5-Jahr-Plan. Der 5-Jahr-Plan war in den ersten 2 Jahren, war ja immer noch, ich sag mal, wirklich Hauptsteuerungsinstrument der Wirtschaft, glaube ich, so hieß das. Aber wenn dann die letzten Jahre kamen, da haben sich eben viele Ziele überholt. Und insofern, demokratisch war das schon, da kommt man vielleicht noch bei der konkreten Ausarbeitung zu der Plan im Betrieb. Ich sage mal zugespitzt, im Betrieb wurde bis auf den letzten Arbeitsplatz mit den Leuten, mit dem Schlosser, wurde diskutiert, du hast bisher so und so viele Teile gedreht auf der Drehmaschine, du musst aber im nächsten Jahr musst du 3 Teile mehr drehen. Schaffst du es?
Müssen wir die Zuführungsprozesse ändern? Müssen wir da einiges automatisieren oder wie siehst du das? Wie schaffst du, jetzt hast du jeden Tag schaffst du 10 Wellen, du musst aber nächstes Jahr 13 Wellen produzieren. Ja, und dann wurde eben vereinbart, so und so passiert, da wurde eine Schicht verlängert, noch jemand. Also es wurde konkret beraten, es wurde nie so nur von oben herab befohlen. Und es gab natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon Stoff ist, aber es gab natürlich auch einen heftigen Druck zwischen zum Beispiel Parteiführung und Regierung oder zwischen Regierung und staatlicher Plankommission. Die staatliche Plankommission stand immer zwischen den vorgebenden Stellen, also der Parteiführung und auch der Regierung, und den Ministern. Denn die staatliche Plankommission hat ja dann als erstes die Ziele auf die Ministerien umgesetzt. Und die Minister haben gesagt, viel zu viel, das kennen wir nicht. Da wir machen das, was ihr vorgebt, aber da musst du viel mehr Investitionen und musst mehr Arbeitskräfte belegen. Aber es waren weder Investitionen noch Arbeitskräfte da. Und insofern hat es natürlich härteste Reibereien gegeben. Also es haben sich da dramatische Auseinandersetzungen abgespielt, die aber nie in der Öffentlichkeit auch die geringste Rolle gespielt. Das ist alles intern geblieben. Das ist im Westen vermutet worden teilweise oder spekuliert worden, aber zumindest ist das nie herausgegangen. Und das ist ja wohl heute in der Regierung auch. Wir erfahren ja auch nicht, was richtigerweise intern zusammengestritten werden muss, damit man zu einem Ergebnis kommt. Und das war, in der DDR haben wir immer das als schöne Einheit und alles bestens. Nee, es hat da heftigste Auseinandersetzungen hat's gegeben, immer um die Erreichung der Ziele. Die Forderungen von oben waren immer mehr, als dann real ging. Und die staatliche Plankommission stand da drin und musste das irgendwie dann versuchen auszugleichen. Sie kriegte Kritik von unten und von oben, wenn sie ein Konzept vorlegte.